Hi guys, it's me. I will show you a card I made from this absolutely stunning napkin. You know, I love this maritime themed napkins. I love to work with them. So, I got this napkin and other stuff, a lot of great other stuff from Almut Olsen. She has a YouTube channel as well. So she sent me some stuff, and she is always having fantastic sea themed or yeah, actually sea themed napkins, if it's fish or whatever. She lives at the coast, but around Hamburg, and yeah. So I received this gift and I opened it and I was so happy about that. Almut, if you watch, thanks so very much again. Preparing here with on the reverse with some liquid varnish just to seal it, because I will put some gesso on the reverse to have a better coverage, because my intention was to put that napkin onto a colorful background so that you wouldn't have seen the motif that very good without putting the gesso on the back, but I didn't do at the end. But it doesn't matter. At this point in time I didn't know that. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute eine Karte zeigen, und zwar habe ich diese wunderbare Serviette, unter anderem diese wunderbare Serviette bekommen von der lieben Almut Olsen, und die schickt immer total schöne Meeresthemen, Napkins, Servietten. Weiß auch nicht, wo sie die immer herkriegt, aber naja, ich habe die jetzt präpariert, und zwar erst mit einem flüssigen Gelmedium, und damit das Gesso, das ich danach draufgepackt habe, nicht durchzieht. Weil erst hatte ich mir überlegt, das auf einen bunten Hintergrund zu packen. Dann sieht man das Motiv nicht mehr so gut. Deswegen habe ich das Gesso benutzt. Allerdings habe ich jetzt hier auf einem weißen Hintergrund, packe dann die Farbe später drauf, um den Leuchtturm herum. Wurscht. Hatte ich gemacht. Ist ja jetzt nicht, dass es verschwendet ist. Aber das ist jetzt eigentlich immer so das, was ich mache, wenn ich ein Serviettenmotiv habe. Das präpariere ich so, falls ich es auf einem bunten Hintergrund platziere, dass eben das Motiv immer noch schön zu sehen ist. So, jetzt habe ich hier auf Karton gearbeitet. Erst schöne Schicht Gesso drauf, dann eben meinen Leuchtturm, und dann mache ich drumherum den Hintergrund mit verschiedenen Blautönen, bisschen weiß dann auch, dass ich so Abstufungen habe. Und dann benutze ich noch Krakelierpaste, das mache ich hier, einfach auch um so diesen ausgebleichten Effekt zu bekommen, diesen, ja, ein bisschen, ja, eben altes Meereswasser und Luft zerfressenes, diesen Look bekomme. Ganz einfach deswegen. So guys, you saw me using at the background a very heavy cardstock, and I covered it first with gesso, and then I put my motif on. As you could see, I wouldn't have needed to prepare it, but I did, because I wasn't sure what I would do, and decided then to have the background put on later. So I used different blues and whites and around the lighthouse, and then I used this crackle paste. I wanted to achieve this driftwoody, distressy look, you know. And that's always best to get with some crackle paste, and I just love it. Before I go on with paint, I use ink pen here to go around in a very sketchy, scribbly way around my motifs here, and just to enhance it. It's always a bit pale. Lines are not really defined, and that's what I did, but in a very sketchy way, that I stay in a more diffuse way, you know. And here for the crackles I use a watercolor medium,
just that it soaks into the crackles as well and it stays paler on top, you know. Ich habe dann erst, bevor ich angefangen habe weiterzumachen mit meinen Farben, bin ich über die Linien gegangen, hier mit einem Inkstift, einfach so, auch so sketchy Linien gemacht. Ich wollte sie jetzt nicht so definiert haben, aber eben schon sichtbar und diffus mehr, deswegen eben in diesem sketchy Way, also in dieser sketchy Art. So. Und dann habe ich Aquarellfarben benutzt, weil ich wollte, dass die schon in die Risse einsinken, aber eben obendrauf habe ich es immer wieder ein bisschen abgetupft, einfach damit es da auch heller ist und ich eben diesen Distress-Look behalte. Ganz einfach so. Und jetzt unten in dem Bereich gehe ich mit verschiedenen, erst mit dunkelblau, hinterher auch mit ein bisschen dunklen Grau, einfach um die Objekte hier zum Schattieren. Blende das immer schön aus. Und ja, jetzt ist es ein ganz, ganz dunkles Blau. Es ist, glaube ich, ein Indigo. Einfach um dann auch da einen dunklen Schatten zu erhalten. You know, I use here still my watercolor media and I use at the end very dark indigo blue just to get a really nice shading blended out, and I think that's just perfect as it is now. Going on with some stamping, of course, using my go-to script stamp here. I really like to use that one. It's just perfect, isn't it? So, and of course my art stones around on the bottom of the lighthouse and that pole there, our post, where the thingy seagull is sitting on. So, and I'm just using glue and put my little art stones on. Normally I use modeling paste and squeeze them in, so, but this time I wanted to make sure that they stay put. So, ich habe dann jetzt hier mit Kleber gearbeitet und diesen kleinen Art Stones. Wollte einfach sicher gehen, dass die kleben, deswegen normalerweise nehme ich Modellierpaste und quetsche die dann da rein, aber da verlieren sich dann schon mal so das ein oder andere und hier mit dem Kleber geht das ganz gut, da kleben die wesentlich besser, aber so auf kleiner Ebene. Wenn du das auf einer großen Fläche hast, dann ist das natürlich eine Sisyphusarbeit. So, und dann habe ich dann hier mein Treibholz, da habe ich mal so eine große Tüte gekauft mit Zeug. Und habe ich mir gedacht, das sähe bestimmt schön aus auf diesem Pfosten, auf diesem Holzpfosten. Und dann musste ich mir das aber zurechtschneiden. Das habe ich jetzt hier mit dem Messer gemacht. Und es war ein bisschen schwierig, aber hat dann doch funktioniert, weil es war mir so definitiv einfach zu dimensional. Ich wollte so die Hälfte davon haben, dass sich das auch auf der Karte so besser einfügt. You know, I have this driftwood, the small pieces in the big bag. I bought it at some stage somewhere, decoration stuff, you know. So, and I thought that would look nice on that post. And of course, it was far too thick. I didn't want to have it that dimensional. That's the reason why I tried to cut it into half. It was a bit fiddly and difficult, but I made it. But it's not one piece, it's 3 pieces. I think that's even better because it adds up to this distress look where everything is exposed to the weather and not really in one piece anymore, and that's what I really like. Ja, jetzt habe ich hier 3 Stücke, hat also mit einem Stück nicht geklappt, was ich allerdings sehr schön finde, weil ich denke mir, mit diesen 3 Stücken, das sagt eben schon aus das ist Meer, eben durch dieses Meerwasser und die Luft wird eben alles ein bisschen schneller, geht eben alles ein bisschen schneller kaputt und ist eben dem Wetter ausgesetzt. Ich finde das sehr schön so. Und dann habe ich hier noch so ein paar lose, so ganz dünne Späne waren mit in dieser Tüte. Die benutze ich hier. Some chipwoods that were in this bag. I'm using and gluing it here and there. I really like that. Add it up. And then I have this, a lot of you know that I have this sea green stuff
dried stuff, and I use one to decorate it here, and that finishes it off nicely, I think, absolutely. And the starfish, of course. Ich habe dann jetzt hier noch dieses getrocknete Seezeug benutzt unten an dem Pfosten und natürlich einen Seestern, den ich jetzt da ungefähr positioniere. Und dann ist meine Karte eigentlich, also der Topper fertig. Also ein bisschen noch von meinem Aquarell, der Aquarellfarbe jetzt noch auf die Steine, aber das war es dann schon. You know, I'm putting some of the watercolor here on my art stones, but that's it. And now I have to assemble the card. It will be a card, of course, as I said before. And I will first mat it on some gray, and then I will pick up on the red of that lighthouse and have the next layer. First, I'm taking care of my words. Actually, 2 or 3 days later, I took the photos, everything already. I changed that words and I didn't like it, so I used a stamp with a German phrase. This mehr weh means having been sick, but in a way of homesick. And put it on. I quite liked it so much better, but yeah, it's okay. So, ich habe dann, hier baue ich meine Karte zusammen, wie gesagt, die Worte, die Endrichten, da habe ich 2, 3 Tage später habe ich das geändert in Mehrweh, weil ich mochte es einfach dann. Ich habe das dann hier liegen, dann guckst du da mal drauf und denkst, nee, also irgendwie ist das nichts. Deswegen habe ich mir das gestempelt und ein bisschen auch distressed und sieht viel schicker aus. Aber ist wie es ist. Fotos waren gemacht und ja, könnt ihr euch ungefähr schon vorstellen, wie es aussieht. Ich habe diesen Stempel Mehrweh ja schon öfter mal benutzt. So, und dann, these are the words that are not longer on that card, but you can see me, yeah, not fuzzing around, finding the right place. At the end it will be on the top, but as I said, not longer there. So, the close-up will come now. And ihr Lieben, das ist jetzt, wie gesagt, die sind ja nicht mehr drauf, diese Wörter. Das war jetzt das Ende. Es kommt jetzt das Close-up. So, guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very, very, very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. And don't forget to stay creative, guys. Bye-bye. Ihr Lieben, ich denke, ich spreche übrigens mit vollem Mund. Ich entschuldige mich, aber irgendwie, ich esse gerade eins meiner Weihnachtsgeschenke. 1 Kilo weiße Gummibärchen. Ich liebe die weißen Gummibärchen, aber gut. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, konntet vielleicht sogar was mitnehmen. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da unten. Kommentar würde ich mich riesig drüber freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz, 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 ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen, aber vergesst nicht, bleibt kreativ. Also bis dann, ihr Lieben. Tschüssi.